Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und damit willkommen in Thailand. Wir hatten gestern eine krasse Anreise, also waren gut unterwegs. Wir sind nämlich von Frankfurt mit einem Zwischenstopp in Hongkong in Bangkok gelandet. Daraufhin haben wir direkt einen Inlandsflug nach Koh Samui genommen und von Koh Samui mit dem Speedboat auf die Insel Koh Phangan, wo wir jetzt hier gerade sind. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Video. Let's go! Was macht Thailand für so viele Menschen so besonders? Und wie viel Wahrheit steckt in der Magie, von der man so oft hört? Genau das wollten wir herausfinden. Und so führte uns unsere Reise hierher. Genauer gesagt erstmal nach Koh Phangan. Die wunderschöne Insel östlich vom thailändischen Festland kennen viele hauptsächlich wegen der Full Moon Partys. Doch bei unserer Recherche wurde schnell klar, dass die Nachbarinsel von Koh Samui noch viel mehr zu bieten hat. Besonders die paradiesischen Buchten hatten es uns angetan. Und als wir auf Bottle Beach gestoßen sind, war uns sofort klar, da müssen wir hin. Und das dachten nicht nur wir, sondern auch meine Eltern. Aus diesem Grund begleiten sie uns wieder auf dieser Reise, was mich total freut. Denn meine Eltern sind meine besten Freunde und auch Henry versteht sich großartig mit ihnen. Dadurch sind wir auf Reisen immer ein super Team. Das Besondere hier, dass man nicht einfach so hier weg oder hier hinkommt. Man braucht nämlich einen Geländewagen. Die Straße hier ist nämlich nicht Offroad, aber sehr steil und rutschig, sandig. Und da darf man nicht mit dem Roller und auch nicht mit einem normalen Auto fahren. Deswegen haben wir uns auch hier mit dem Geländewagen hinfahren lassen. Oder man kommt hier mit dem Boot hin. Ja, da muss man aber von einer anderen Küste hier lang kommen. Ja, die Anreise zum Bottle Beach war wirklich ein kleines Abenteuer. Wir wurden vom Hotel abgeholt und saßen hinten auf der Ladefläche. Erst lustig und belebt, später eher wie eine Achterbahnfahrt. Also jetzt verstehe ich, dass die alle gemeint haben im Internet. Es kommt halt immer auf den Videos nicht so rüber wie in echt. Ja. Hier kann man gut Hiking machen, hochlaufen. Wir fahren jetzt mit dem Boot über das Meer in eine andere Küste, wo wir dann auf eine Straße kommen können, weil wir hier von unserer Unterkunft nicht mit einem Roller oder normalen Fahrzeug wegkommen. Und dann mieten wir uns an der Küste einen Roller und erkundigen mal die Insel. Wir hatten anfangs echt befürchtet, dass der Trip ins Wasser fällt. Das Wetter war nicht gerade Bombe und wegen der schlechten Straßenverhältnisse konnte kein Fahrer organisiert werden. Also blieb uns nur das Taxiboot, was wir eigentlich sowieso gerne ausprobieren wollten. Die Frage war nur, war das Wetter überhaupt geeignet für eine Bootstour? Longtailboot haben sie gesagt, das ist lustig. Bleiben wir noch. Wir sind angekommen, freut euch! Also wir sind zwar nicht gekentert, aber ich bin so nass, als wäre ich ins Wasser gefallen. Bei mir ist komplett alles hinten runtergelaufen. Wie war die Fahrt? Das war super. So schon lang so schön hingefahren. Ja, ich freue mich total. Abenteuer beginnt, Abenteuer Thailand. Eigentlich wollten wir die Insel mit dem Roller erkunden, aber bei dem Wetter waren wir uns nicht sicher, ob das überhaupt Sinn ergibt. Kurz stand sogar ein Auto zur Debatte, doch am Ende entschieden wir uns trotzdem für den Roller. Dass das vielleicht nicht die beste Entscheidung war, sollten wir später noch merken.
super. Also Hälfte nur was im Hotel. Hälfte nur. Zweite Runde Thai Samosa. Richtig lecker. Erste Runde Thai Samosa. Ist lecker. Gut gewürzt auch. Dann noch das Hähnchen und dann Henry ist bereit für Half Moon Party. Bis heute. Haben wir mitgenommen? Erstmal Bewerbung. Half Moon, dann Full Moon. Die nehmen wir mit. Ja, steht hier. Braucht zum Rollerfahren auch. Wegen den Tieren. Cool. Gekauft. 150 Baht bedeutet 4 Euro. Chunga Changa. Tom, der Thailänder wieder zu Hause. Und Caro will ihr eigenes Geld haben. Ja, ich kann nicht immer meinen Verlobten fragen. Kann ich schon, aber selbst ist die Frau. Kein Kurs. Die Frau hat Money. Unsere ersten Marktbites. Das muss wohl dieser typische Thailand-Flair sein. Gutes Essen, überall Menschen, viel Trubel. Und obwohl es erst nicht danach aussah, wurde das Wetter dann doch richtig gut. Wir fuhren durch traumhafte Natur, über Straßen voller Palmen und schauten uns ein paar andere Strände an. Klar, sie kamen nicht ganz an unseren geliebten Bottle Beach ran, aber sie hatten trotzdem ihren eigenen Charme. Eigentlich ein richtig schöner Tag, nur meine Eltern waren nicht ganz so entspannt. Das mit den Rollern war nämlich doch nicht so das Gelbe vom Ei. Mein Dad fährt zwar super Auto, aber Roller noch nie. Und dann direkt das erste Mal in Thailand, wir geben zu, nicht gerade die beste Idee. Verkehr auf der anderen Seite, viel los und dann auch noch zu zweit auf einem Roller. Das konnte ja nur in eine Richtung führen. Also heute war ein sehr abenteuerlicher Tag. Wir haben die Insel so ein bisschen erkundigt mit dem Roller. War auf jeden Fall schön. Ist aber auch einiges passiert. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Sonnenbrand bekommen. Dann war die Fahrt erstmal hierher ein bisschen wild, ne? Mit dem Boot. Mit dem Boot, es hat geregnet. Und wir hatten noch einen kleinen Rollerunfall, beziehungsweise meine Eltern. Also ich glaube, die fahren nicht mehr mit uns Roller. Aber ist Beziehungsweise okay. auch nicht alleine. Wir werden auf jeden Fall nicht mehr auf dem Roller steigen, Genau. steht fest. Aber es war eine Erfahrung, oder? Hattest du trotzdem Spaß? mit Ja, dem wir Roller? haben Spaß, ja. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Ich habe Spaß. Wo ist deine Verletzung? Überlebt. Ja, Überlebt. ein kleiner Kratzer am Roller Kleiner auch, Kratzer aber uns am geht's Roller, allen aber gut sonst- und Alles gut. wir haben Lebendig schöne weiter. Erinnerungen trotzdem Lehrstunde gesammelt. gemacht. Wenn ich jetzt zurückblicke, ist es witzig. Wir sahen alle auf einmal so entspannt aus, fast schon erleichtert, als hätte uns die ganze Action des Tages nichts mehr anhaben können. Die Stimmung war friedlich, ein leichter Sonnenuntergang tauchte alles in warmes Licht. Doch dann fiel mein Blick auf das Gesicht der Frau unseres Fahrers und plötzlich spürte ich, dass der Tag vielleicht doch noch nicht vorbei war. Irgendetwas lag noch in der Luft, etwas, das auf uns zukommen würde. Bisschen stürmisch. Ab hier kann man schwimmen, oder? Wir haben es geschafft, wir sind angekommen. Ich bin auf betrunkene Boot, Gott sei Dank. Ich bin so stolz auf euch, ihr habt den Tag verwendet. Wenn der Thomas das sieht, was wir da alles erleben. Was die dort reisen. Und als der Sturm vorüberzog, erwachte die Welt im sanften Licht der Dämmerung. Ruhe kehrte endlich ein und wir beschlossen, den Abend in einem Restaurant direkt am Strand ausklingen zu lassen. Obwohl wir am Bottle Beach etwas abgeschieden von der Zivilisation waren,
gab es trotzdem 4 bis 5 Möglichkeiten zum Essen gehen. Selbst unser Hotel bot eine gemütliche Option. Abends loderten oft kleine Feuer und weiter hinten am Strand gab es manchmal sogar eine winzige Feuershow. Ja, hier war längst nicht so viel Action wie in den belebten Gegenden der Insel, aber genau das machte es für uns perfekt. Doch was macht man eigentlich am Bottle Beach, wenn das Wetter nicht mitspielt? Tatsächlich hatten wir für einen Monat wie Februar ziemlich viel Regen abbekommen. Und es waren nicht nur kleine Schauer, oft zog sich der Regen durch den ganzen Tag. Also stand auf dem Programm auch mal einfach nur zu chillen. Oder eine wunderbare Thai-Massage. Die im Hotel war wirklich der Wahnsinn und mit allem, was wir bisher in Deutschland erlebt hatten, nicht zu vergleichen. Henry nutzte das Wetter auch gerne für Sport. Es war nicht allzu heiß und er hatte eine richtig tolle Strecke entdeckt. Da das Wetter morgens meist stabiler war, versuchten wir vor allem diese Zeit zu nutzen. Einmal sogar noch bevor es hell wurde, denn wir wollten unbedingt zum Bottle Beach Aussichtspunkt, um den Sonnenaufgang zu sehen. Also starteten wir unsere kleine Wanderung. Der berühmte Aussichtspunkt war von uns aus zwar fußläufig erreichbar, aber das bedeutete trotzdem steile Wege und fast eine Stunde Marsch. Schön steil hier. Hohe Luftfeuchtigkeit hier. Komplett nass von 35 Minuten gehen. Can you take me higher? Higher, higher. 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 When you're all over the night. So, ihr habt wahrscheinlich die schönen Drohnenaufnahmen gesehen. Leider möchte Caro nicht bis da vorne gehen. Da hinten ist eine Stelle, die vielleicht ein bisschen schwieriger ist und dann hat sie dazu noch Höhenangst. Kriegt sie auch leider nicht überredet. Gleich werde ich es nochmal probieren, vielleicht schaffe ich es ja, damit sie das auch mal sieht. Ist nämlich richtig cool. Ich zeige euch mal gerade da unten den Beach, den wir da sehen. Da ist auch unsere Unterkunft. Von da unten dann hier hochgegangen und dann geht es da durch den Wald hier rüber dann auf den Felsen. Und ja, ist echt cool. Die Sonne ist jetzt gerade kurz hinter der Wolke und machen uns gleich wieder auf den Weg runter. Das war mal ein kurzer Ausflug. Ja, für mich reichte es, den Ausblick ein Stück weiter hinten zu genießen. Mir war das Ganze nicht so geheuer. Besonders als dann auch plötzlich überall die Affen umherstreiften. Da war es dann doch auch sehr schön, als wir wieder unten am Strand waren und hier noch etwas das gute Wetter genießen konnten. So Leute, 4 Tage auf Koh Phangan sind vorbei. Wir packen heute die Sachen. Das Moskitonetz, das wir aus Deutschland mitgebracht haben, hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt. Hier war zwar eins schon dran, aber das war viel zu klein, ging gar nicht ganz zu. Und hier bei uns, der Vorteil ist, hier ist so ein Gummi, super easy drum zu machen. Und ja, ist auch einfach einzupacken, nimmt jetzt nicht viel Platz weg. So. Upp. Das ist einmal so. Und dann wird das eigentlich hier so drum gewickelt. So, ne? Fix, fix. Super nice. Daumen hoch, wem es gefällt. Die Vorfreude, die nächste Insel zu erkunden, war groß. Trotzdem fiel uns der Abschied vom Bottle Beach schwer. Dieser Ort hat uns definitiv verzaubert. Er war wunderschön, entspannt und einfach perfekt, um abzuschalten. Wir können ihn auf jeden Fall empfehlen.
wer den Ort aber etwas zu abgelegen findet, kann auch einfach einen Tagestrip hierher planen. Die Taxiboote bringen oft Tagesbesucher und holen sie abends wieder ab. Eine super Möglichkeit, diesen besonderen Ort zu erleben. Und das sollte man unbedingt, wenn man auf der Insel ist. Bisschen steil. Ja, muss ich gut festhalten. Das ist so ein bisschen wie Achterbahnfahrt und Boxauto zusammen. Übrigens, Speedbootfahren ist ja schon eine Sache für sich. Aber ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ist, nach einer Full-Moon-Party nachts in so einem Teil zu sitzen. Welcome to Casino. Also bei der vorherigen Unterkunft war der Strand eine 10 von 10. Jetzt ist der Ausblick eine 10 von 10. Richtig, richtig schön. Gut, dass wir das Wetter in unserer neuen Unterkunft noch etwas genießen konnten, denn der nächste Schauer ließ nicht lange auf sich warten. Zum Glück hatte es sich am Abend aber wieder gelegt, denn wir wollten unbedingt zum berühmten Fisherman's Village und die echten Vibes eines Night Markets mitnehmen. Ich muss zugeben, ich hatte anfangs ein bisschen Sorgen, wegen des Essens, weil man ja doch die unterschiedlichsten Geschichten hört. Aber wir haben beschlossen, unsere Bedenken beiseite zu legen und uns durch all die Leckereien zu probieren. Allen voran Mango Sticky Rice. In den haben wir uns wohl alle ein bisschen verliebt. Für unseren zweiten Tag auf Koh Samui hatte sich Besuch angekündigt. Meine Freundin, die derzeit in Bangkok lebt, kam vorbei. Natürlich wollten wir zusammen einen entspannten Strandtag verbringen und abends noch ein zweites Mal ins Nachtleben eintauchen. Allerdings sollte das nicht ganz so laufen wie geplant. Wir hatten heute einen ganz gechillten Tag. Zwar hat es heute ein bisschen geregnet. Wir waren bei uns am Pool, an der Unterkunft und auch am Meer. Und jetzt ist der Plan, nämlich zum Nachtmarkt zu fahren. Da waren wir gestern schon einmal und danach wollen wir uns eine, ja, wir hoffen mal, coole Feuershow anschauen. Let's go! Ja, war wohl nichts mit Markt. Der ist nämlich heute gar nicht. Kein Markt. So sieht's hier aus, wenn kein Markt ist. Naja, suchen wir mal nach was anderem.
Unser Aufenthalt auf Koh Samui war zwar nur kurz, gerade einmal 2 Tage, aber besonders die Abendstimmungen haben wir hier in vollen Zügen genossen. Wir haben auf jeden Fall gelernt, dass der Nachtmarkt nur an bestimmten Tagen geöffnet hat und dass die Feuershows wirklich beeindruckend sind. Und je öfter wir auf Einheimische treffen, desto mehr merken wir, wie herzlich und gastfreundlich alle in Thailand sind. Wir kommen definitiv wieder nach Koh Samui und wollen die Insel irgendwann besser kennenlernen und all ihre Besonderheiten entdecken. Die Straße ist so steil wie wir. Wir fahren jetzt zum Flughafen und das war die steile Straße bei unserem Apartment, die wir immer runter mussten oder hoch. Und jetzt geht's ab in den Flieger nach Phuket. Auch wenn auf Phuket nicht das allerbeste Wetter auf uns wartete, sollte es dort besser sein als hier. Denn den Inseln dieser Seite standen Regenfluten bevor. Besonders Koh Tao, die Insel nördlich von Koh Phangan, sollte es hart treffen. Da hatten wir wohl den richtigen Zeitpunkt erwischt, um unseren nächsten Flug zu nehmen. Übrigens waren wir ganz begeistert davon, wie schön der Flughafen von Koh Samui ist. In einem Bereich bekommt man sogar Snacks und Getränke kostenlos. Allerdings haben wir davon leider erst zu spät erfahren. Dafür gab es ja immerhin wieder etwas zum Snacken im Flugzeug. Es gibt einfach schon wieder Essen. Auch in 50 Minuten. So muss das sein. Da waren wir nun, auf unserer 3. Insel. Schon bei der Ankunft haben wir gemerkt, Phuket ist anders. Natürlich hatten wir vorher einiges im Internet gelesen und immer wieder gehört, dass viele finden, Phuket würde sich nicht mehr so lohnen. Vielleicht lag es auch daran, dass zumindest in dem Teil, in dem wir waren, sehr viele russische Touristen unterwegs waren, die teilweise nicht gerade durch gutes Benehmen aufgefallen sind. Außerdem merkt man sofort, dass die Insel sehr stark bebaut ist. Trotzdem waren wir gespannt und freuten uns auf die kommenden Tage. Denn auf Phuket gibt es definitiv mehr als genug zu sehen und zu erleben. Die vielen tollen Restaurants und coolen Bars sind uns direkt ins Auge gefallen. Besonders gut gefallen hat uns aber auch unser Ausflug nach Phuket Old Town. Dort gab es wirklich viel zu entdecken. Von der wunderschönen sino-portugiesischen Architektur über lebhafte Nachtmärkte bis hin zur unglaublich leckeren lokalen Küche. Thailand hat aber auch sportlich einiges zu bieten. Auf Phuket nutzten Henry und mein Papa die Gelegenheit, einen Muay Thai-Kampf anzuschauen. Der Kampf war super spannend und in Henry wuchs sofort der Wunsch, diesen Sport selbst einmal auszuprobieren. Acht Kämpfe sind vorbei. Manche nach 10 Sekunden schon, aber schon krasse Energie bei den Kämpfen. Hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Man wird da richtig mitgerissen. Deswegen sehr zu empfehlen, einfach mal so einen Kampf oder so Kämpfe anzuschauen. Für unseren letzten Tag hatten wir über Get Your Guide noch einen Tagesausflug geplant. Wir wollten unbedingt zu Maya Bay. Es gab die Möglichkeit, eine Tour zu buchen, die zusätzlich einen Zwischenstopp auf einer kleinen Insel beinhaltete. Für uns klang das perfekt und da das Wetter wieder richtig schön aussah, stand diesem Ausflug zunächst nichts im Wege. Dachten wir zumindest am Anfang des Tages. Hast du schon gesagt, was wir machen? Nee. Überraschung. Wir sind jetzt in einer Tour. Ihr werdet erfahren, wo wir sind. Ich sage auch noch nicht, was zu 100% auf uns zukommt, weil hängt vom Wetter ab. Ja. Wie es diesmal läuft.
zurück an unserer Unterkunft. Ja, wir mussten die Tour leider abbrechen, weil das Meer wohl zu stürmisch ist. Super schade. Wir dachten, heute klappt es, weil heute mal wirklich so richtig gutes Wetter hier ist. Aber windig. Ja, aber es ist halt trotzdem windig und vor allem dann auf dem offenen Meer. Und da geht natürlich die Sicherheit vor. Aber jetzt haben wir natürlich einen Grund wiederzukommen. Unser letzter Strandtag und wir hatten noch richtig schönes Wetter. Und jetzt genießen wir sogar noch den Sonnenuntergang, unseren ersten und letzten. Und wir trinken ein Pina Colada. Du trinkst einen. Ja, für Henry gab es einen Banana Shake. Like always. Der 20. wahrscheinlich. Eine Sache wollte ich in Phuket noch erledigen und das ist Muay Thai. Ich bin so ein bisschen angespannt, ich weiß gar nicht, ich habe schon mal ein paar Mal Boxen gemacht, vielleicht weil ich in einem anderen Land bin, aber ich habe auf jeden Fall trotzdem richtig Bock. Aber macht Spaß? Der Sportler ist zurück vom Training. Erstmal 2 Eier. Und? Ja, kann ich empfehlen. Macht mehr Spaß als Boxen, weil man da auch Beine und Knie hat. Das geht dann auch voll in den Bauch, weil jedes Mal beim Kick bist du ja dann Bauchmuskeln angespannt. Und dann am Ende machst du noch Sit-Ups und Liegestütze zum Cooldown. Toll! Wir sind mit Kindern unterwegs. Stadt Meer, Meer Stadt. Die meisten erkunden Bangkok wohl direkt bei ihrer Ankunft. Aufgrund unflexibler Hotelverfügbarkeiten auf den Inseln hatten wir uns jedoch dazu entschieden, unseren Aufenthalt hier ans Ende unserer Reise zu legen. Wir waren schon sehr gespannt, was uns dort erwarten würde. Unser erster Plan war, die Rooftop-Bar unseres Hotels auszuchecken. Doch schon wieder hatten wir ein bisschen Pech. Ich wollte fahren. Schon wieder? Du hast Lust zu fahren, wenn ich merke. Henry steigt immer vorne ein, aber vergisst auf der anderen Seite einzusteigen. Also auf der linken Seite, nicht auf der rechten. So close for renovation. Also ist gar nicht offen. Kamera ausschalten wieder.
Dann müssen wir noch auf Sky Dingsbums heute gehen. Naja, aber wer braucht denn auch eine Rooftop-Bar, wenn man so einen Ausblick aus dem eigenen Hotel-Apartment hat? Für unsere Abende hatten wir uns zunächst für einen Ausflug nach Chinatown entschieden. Und das war wirklich crazy. Eine komplett andere Welt, eine wahre Reizüberflutung, aber trotzdem einfach einmalig. Den anderen Abend verbrachten wir auf dem Chatuchak Market, der glücklicherweise geöffnet hatte. Ein riesiger Markt, auf dem man wirklich alles findet. Perfekt, um auch noch ein paar Souvenire zu shoppen. Natürlich wollten wir auch unbedingt einen Tempel besichtigen und am liebsten auch den großen Buddha sehen. Das sollte allerdings nicht ganz klappen, denn die riesige sitzende Statue war gerade unter Renovierung. Aber wir konnten zum liegenden Buddha, im Wat Po, und es war wirklich beeindruckend. Die friedliche Atmosphäre, die kunstvollen Details und die ruhige Stimmung haben uns sofort gefesselt. Besonders spannend war auch zu erfahren, dass dieser Tempel als Geburtsort der Thai-Massage gilt. Wie gut, dass wir hineinkamen, denn nicht überall war die Kleiderordnung gleich. Den Palast mussten wir zum Beispiel auslassen, weil ich meine Schultern nicht mit einem Tuch bedecken durfte. Aber um ehrlich zu sein, zog es uns sowieso eher ans Wasser. Die Hitze in der Stadt war an diesem Tag kaum auszuhalten. Man muss schon zugeben, auf dieser Reise lief nicht immer alles perfekt für uns. Aber trotzdem wollte keiner von uns Thailand verlassen. Dieses Land hat uns berührt und verzaubert. Wir hatten eine magische Zeit. Sicher auch, weil wir all diese besonderen Orte als Familie erlebt haben, gemeinsam Abenteuer geteilt und Erinnerungen geschaffen haben. Doch genau so haben uns die Menschen hier berührt. Ihre Gastfreundschaft, ihre Herzlichkeit und ihre besondere Art, das Leben leicht wirken zu lassen. Man hat das Gefühl, ein Stück Leichtigkeit wiedergefunden zu haben. Und ja, vielleicht ist Thailand nicht mehr genau so, wie es einige vor 10 Jahren kannten. Aber in unseren Augen ist es immer noch ein wunderschönes und absolut sehenswertes Reiseziel. Und dazu viel günstiger als viele andere Orte der Welt. Wir werden diese Zeit für immer in Erinnerung behalten. Und eines wissen wir ganz sicher: Wir kommen wieder. Danke für alles, Thailand. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Jahr. Nächstes Jahr? Was? Oh. Hab ich das gesagt?